Am 2. Mai 2003 kehrte Mahendra Sharma aus der nächstgelegenen Stadt in sein Dorf zurück. Normalerweise empfingen ihn seine Kinder am Eingang, wenn er nach Hause kam. An diesem Tag kam keines seiner 3 Kinder heraus, um ihn zu begrüßen. Zuerst dachte er, dass sie vielleicht etwas zu erledigen hätten, doch er wusste nicht, dass die Leichen seiner Kinder bereits im Haus lagen, vollständig verbrannt. Anfangs schien der Fall einfach zu sein, doch im Laufe der Ermittlungen kamen immer düsterere und verworrenere Umstände ans Licht. Die Geschichte der Familie von Mahendra Sharma wurde im Laufe der Zeit mit vielen komplexen Details angereichert. Alle Informationen zu diesem Fall wurden aus Gerichtsverhandlungen und offiziellen Dokumenten zusammengetragen. Fotos vom Tatort sind nicht öffentlich zugänglich. Selbst wenn es solche Bilder gäbe, wäre ihre Veröffentlichung aus ethischen und rechtlichen Gründen nicht möglich. Dieser Fall lenkt die Aufmerksamkeit auf wichtige Fragen im Zusammenhang mit familiären Beziehungen und ist ein Beispiel dafür, wie eine äußerlich wohlhabende Familie ernsthafte interne Konflikte verbergen kann. In den Medien wird selten darüber berichtet, was zum Teil auf das Fehlen von Bildmaterial zurückzuführen ist. Doch der Kern der Sache verdient es, einem breiten Publikum bekannt zu sein. Mahendra Kumar Sharma war zum Zeitpunkt der Ereignisse 59 Jahre alt und ein bekannter sowie angesehener Anwalt. Er lebte mit seiner Familie in einem zweistöckigen Haus im Stadtteil Kortroat in Shevpuria. Dank seines Berufs und seiner persönlichen Eigenschaften fand er leicht Zugang zu Menschen und hatte einen großen Freundeskreis. In seinem beruflichen Umfeld genoss er Respekt, im Alltag das Vertrauen seiner Nachbarn. Die Nachbarn der Familie waren freundlich gesinnt und halfen oft. Bei Bedarf waren sie stets bereit, die Familie Sharma zu unterstützen. Die Familie bestand aus seiner Frau Shakuntala und 4 Kindern, Girish, Rahit, Lata und dem jüngsten Sandeep. Rahit, Lata und Sandeep lebten mit ihren Eltern in der Stadt. Girish verbrachte die meiste Zeit auf dem Dorf bei seinem Großvater und half dort im Haushalt. Shakuntala lebte teils auf dem Dorf, teils in ihrem Haus in Shivpur. Daher waren in Mahendras Alltag meist die 3 jüngeren Kinder an seiner Seite. Insgesamt unterschied sich die Familie von Mahendra Sharma kaum von anderen indischen Familien. Manchmal kam es zu kleinen Streitigkeiten zwischen den Familienmitgliedern, wie es im Alltag häufig vorkommt. Da die Häuser in der Gegend separat standen, hörten die Nachbarn gelegentlich laute Gespräche und Schreie. Am 1. Mai 2003 kam gegen 9 Uhr morgens eine Köchin namens Premba zum Haus. Sie kochte das Essen und ging gegen 11 Uhr wieder. Premba arbeitete bereits seit langer Zeit für die Familie. Genaue Details, wie lange sie dort tätig war oder wie sie aussah, sind in den Akten nicht angegeben. Es ist jedoch bekannt, dass die Familienmitglieder ihr voll und ganz vertrauten. Dieses Vertrauen war so groß, dass sie das Haus auch in Abwesenheit der Hausbesitzer frei betreten durfte. An diesem Tag wollte Mahendra in die Stadt Gwalior fahren, um die mögliche Hochzeit seiner Tochter Lata zu besprechen. Zu dieser Zeit waren die 3 Kinder, Rahit, Lata und Sandeep, zu Hause. Shakuntala, Mahendras Frau, war zu einer Hochzeit in ein benachbartes Dorf gefahren. Am selben Tag kam ein Kunde zu ihnen nach Hause, um eine Rechtsangelegenheit zu besprechen. Alle Familienmitglieder befanden sich zu diesem Zeitpunkt im 2. Stock. Als der Besucher das Haus betrat, hörte er Schreie von oben. Wie später festgestellt wurde, schimpfte Mahendra mit den Kindern, Rahit, Lata und Sandeep. Diese weinten daraufhin laut. Während sich der Konflikt im 2. Stock abspielte, rief der Kunde Mahendra vom 1. Stock aus, doch vermutlich hörte ihn wegen des Lärms niemand. Schließlich verließ der Mann das Haus, ohne mit dem Hausherrn gesprochen zu haben. Gegen 15 Uhr fuhr Mahendra mit dem Bus nach Gwalior. Er hatte vor, dort einen Tag zu verbringen und am nächsten Tag um 20 Uhr nach Hause zurückzukehren. Als er zurückkam, stellte er fest, dass die Tür seines Hauses verschlossen war. Das kam ihm ungewöhnlich vor, da normalerweise mindestens eines der Kinder zu Hause war. Zunächst nahm er an, dass die Kinder ausgegangen seien und bald zurückkommen würden. Er wartete weiter, doch die Zeit verging und die Kinder tauchten nicht auf. Als klar wurde, dass niemand zurückkommen würde, begann Mahendra sich Sorgen zu machen. Er hatte keinen Schlüssel dabei und beschloss schließlich, die Tür einzuschlagen. Zu dieser Zeit war in der gesamten Gegend der Strom ausgefallen. In keinem Haus gab es Licht, auch nicht in seinem eigenen.
Als er hineinging, war es auch im Haus dunkel. Er begann, in den Zimmern nach den Kindern zu suchen, konnte jedoch aufgrund der Dunkelheit nichts erkennen. Nach seinen eigenen Angaben blieb er im Erdgeschoss und beschloss, auf die Rückkehr der Kinder zu warten, da er der Meinung war, dass eine Suche in der Dunkelheit erfolglos bleiben würde. Die Situation warf einige Fragen auf. Warum rief Mahendra beispielsweise, als er nach Hause kam, die Kinder nicht beim Namen und sah sich das Haus nicht genauer an? Allerdings war die Tür von außen verschlossen, was bedeuten konnte, dass die Kinder tatsächlich nicht zu Hause waren, weshalb er im Erdgeschoss wartete. Nach einiger Zeit wurde die Stromversorgung in der Gegend wiederhergestellt. In allen Nachbarhäusern ging das Licht an, außer in seinem eigenen. Das machte Mahendra stutzig. Um den Grund dafür herauszufinden, rief er seinen Nachbarn Suresh Ottu an. Dieser überprüfte die Verkabelung, ersetzte die Sicherung und der Strom im Haus war wieder da. Die Lampen im 2. Stock gingen jedoch weiterhin nicht an. Von diesem Moment an nahmen die Ereignisse eine seltsame Wendung. Obwohl die Stromversorgung wiederhergestellt war, ging Mahendra nicht in den 2. Stock, um nachzusehen, ob die Kinder dort waren. Möglicherweise befand er sich in einem Zustand starken Stresses oder großer Unruhe und dachte nicht daran. Er blieb im 1. Stock und ging auch nach Sureshs Weggang nicht nach oben. Schließlich schlief er unten ein, ohne auf die Rückkehr der Kinder zu warten. Am Morgen des 3. Mai kam wie üblich die Köchin Premba zum Haus. Sie sah, dass Mahendra am Tor stand und im Haus völlige Stille herrschte. Als sie versuchte herauszufinden, was passiert war, antwortete er, dass die Kinder weggegangen seien und heute außerhalb des Hauses in einem Hotel zum Mittag essen würden. Das war verwirrend, da Mahendra Premba zuvor vertraut hatte und sie auch in seiner Abwesenheit ins Haus gelassen hatte. Warum er ihr nicht die Wahrheit gesagt hatte, blieb unklar. Vielleicht wollte er sie nicht beunruhigen oder hoffte immer noch, dass die Kinder bald zurückkommen würden. Premba ging und Mahendra wartete weiter. Er stand an der Tür, schaute auf die Straße und hoffte, dass die Kinder jeden Moment auftauchen würden. Die Zeit verging jedoch und niemand kam zurück. Da kamen ihm beunruhigende Gedanken über ein mögliches Unglück in den Sinn. Er rief seinen ältesten Sohn Girish an und bat ihn dringend nach Hause zu kommen. Girish befand sich zu diesem Zeitpunkt bei seinem Großvater auf dem Dorf. Als er den Anruf erhielt, fuhr er sofort aus Shevpur los. Bei seiner Ankunft erzählte ihm sein Vater alles, was am Vortag geschehen war. Während sie sich unterhielten, rochen beide einen starken Brandgeruch im Haus. Sie konnten nicht verstehen, woher er kam, und begannen, nach der Quelle zu suchen. Sie durchsuchten das Erdgeschoss, die Küche und andere Räume. In diesem Moment erinnerte sich Mahendra daran, dass er in der vergangenen Nacht wegen des Stromausfalls nicht in den 2. Stock gegangen war. Er vermutete, dass der Geruch von dort kommen könnte. Als sie nach oben gingen, waren sie schockiert über das, was sie sahen. Das Zimmer war in Unordnung. Überall lagen Papierblätter, Tagebücher und Briefe herum. Aber das Wichtigste war, dass in der Mitte des Raumes die Leichen von Lata und Sandip lagen. Sie waren vollständig verbrannt. Die Leichen lagen schon seit vielen Stunden dort und begannen aufgrund der thermischen Beschädigung und der Zeit zu verwesen. Mahendra sank erschüttert von dem Anblick zu Boden. Er konnte nicht glauben, dass die Leichen seiner Kinder die ganze Zeit, während er im Erdgeschoss auf ihre Rückkehr gewartet hatte, direkt über ihm gelegen hatten, nur wenige Meter entfernt. Trotz seines Schocks gelang es ihm, sich zu fassen und meldete den Vorfall sofort der Polizei. Die Nachricht von der Tragödie verbreitete sich schnell in der Nachbarschaft. Bald erfuhr auch Shakuntala, Mahendras Ehefrau, davon. Als sie nach Hause kam und die Leichen ihrer Kinder sah, brach sie zusammen. Der Verlust eines Kindes ist eine der schwersten Prüfungen, denen ein Mensch ausgesetzt sein kann. In dieser Familie war die Tragödie doppelt so schwer. 2 Kinder wurden auf einmal getötet. Das Einzige, worauf die Eltern hoffen konnten, war die Arbeit der Polizei und die Aufdeckung der Wahrheit. Nach ihrer Ankunft am Tatort begann die Polizei sofort, die Nachbarn zu befragen. Einer von ihnen, Maheshsen, berichtete, dass er gesehen habe, wie Mahendra das Haus verlassen habe. Seinen Worten zufolge zitterten dem Mann die Hände und Füße und er sprach jemandem Worte der Unterstützung zu. Diese Aussage machte Mahendra sofort zum Hauptverdächtigen. Ein anderer Zeuge, der in der Nähe wohnte, berichtete, dass er in der Nacht zum 1. Mai auf dem Dach seines Hauses geschlafen habe
und Rauch aus Mahendras Haus aufsteigen gesehen habe. Er habe auch einen Mann auf dem Dach stehen sehen, der das Geschehen mit einer brennenden Matratze erklärt habe. Seinen Angaben zufolge befand sich die Rauchquelle im Inneren des Hauses. Bei der Befragung der Zeugen tauchte immer wieder derselbe Name auf: Rahit Sharma, einer von Mahendras Söhnen. Allerdings erwähnten weder Mahendra selbst noch sein ältester Sohn Girish Rahit in ihren Aussagen. Niemand gab Auskunft über seinen Aufenthaltsort und es wurde keine Suche nach ihm durchgeführt. Dies warf weitere Fragen auf. Es blieb unklar, wo sich Rahit während der Tragödie genau aufgehalten hatte. Die Ermittlungen nahmen eine neue Wendung, als die Polizei eine Aussage von einem Mann namens Mohansin Badareya erhielt. Er berichtete, dass er am Abend des 1. Mai zu Mahendras Haus gekommen sei, ohne von dessen Abreise zu wissen. Dort traf er Rahit, der ihm erzählte, dass das Gas im Haus ausgegangen sei. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg, um Kerosin zu kaufen. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass höchstwahrscheinlich genau dieses Kerosin für die Verbrennung der Leichen verwendet worden war. Dieser Umstand verstärkte den Verdacht gegen Mahendra noch mehr. Es blieb jedoch eine wichtige Frage offen, auf die die Ermittler keine überzeugende Antwort finden konnten. Wenn sich die Leichen im 2. Stock befanden, wie konnte Mahendra dann den Brandgeruch nicht wahrnehmen und mehrere Stunden lang nicht nach oben gehen? Das schien äußerst unwahrscheinlich. Letztendlich wurde Mahendra verhaftet. Er bestritt seine Schuld und behauptete, nichts mit dem Vorfall zu tun zu haben. Dabei betonte er, dass er sich selbst an die Polizei gewandt habe, was seiner Meinung nach nicht dem Verhalten eines Schuldigen entspräche. Vor dem Hintergrund der gesammelten Beweise und Aussagen der Nachbarn betrachtete die Ermittlungsbehörde jedoch bereits Mahendra und seinen Sohn Rahit als Hauptverdächtige im Mordfall von Lata und Sandeep. Auf den ersten Blick schien der Fall praktisch aufgeklärt zu sein. Die Verdächtigen waren identifiziert und wichtige Details bestätigt worden. Doch 10 Tage später, als die Zeugen erneut zur Polizeistation vorgeladen wurden, diesmal zur offiziellen Bestätigung ihrer Aussagen, kam es zu einer unerwarteten Wendung. Fast alle Zeugen widerriefen ihre früheren Aussagen und erklärten, nichts zu wissen. Dies überraschte die Ermittler sehr und erschwerte den weiteren Verlauf des Verfahrens erheblich. Die Ermittler setzten ihre Hoffnungen auf die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Doch auch diese lieferten keine Antworten. Die Leichen waren so stark verbrannt, dass weder Beweise noch Spuren oder genaue Hinweise auf die Todesursache gefunden werden konnten. Dennoch wurden in dem Raum, in dem sich die Leichen befanden, Tagebücher und Briefe entdeckt. Ihr Inhalt schockierte selbst erfahrene Polizeibeamte. Eines der Tagebücher enthielt Informationen, die darauf hindeuteten, dass Mahendra eine unzulässige Beziehung zu seiner eigenen Tochter Lata gehabt haben könnte. Erwähnungen der Tagebücher von Lata Sharma finden sich in regionalen indischen Medien, in Zusammenfassungen des Falls sowie in Zitaten aus Ermittlungsunterlagen, die vor Gericht vorgetragen wurden. Aus den verfügbaren Fragmenten lassen sich unter anderem folgende mögliche Formulierungen ableiten: Er bittet mich, niemandem davon zu erzählen. Ich möchte nicht mit ihm allein sein. Ich habe Angst. Es ist mir unangenehm, wenn er mich berührt. Ich sage meiner Mutter nichts, weil sie denken würde, dass ich lüge. Er sagt, dass er mich auf eine besondere Weise liebt. In einigen Versionen wird außerdem erwähnt, dass Lata geschrieben habe: Ich fühle mich schmutzig. Ich weiß nicht, warum er das tut. Dieses Material weckte erhebliche Zweifel, da es den grundlegenden Vorstellungen von Elternrolle und Verantwortung widersprach. Darüber hinaus wurde in anderen Briefen, deren Verfasser Rahit war, erwähnt, dass er Lata hasste. In diesen Aufzeichnungen machte er sie für seine Misserfolge und Lebensschwierigkeiten verantwortlich. Damit verfügte die Untersuchung über ein mögliches Motiv. Sowohl Mahendra als auch Rahit hatten demnach persönliche Gründe, die für eine Beteiligung an dem Verbrechen sprechen könnten. Ein offizielles Geständnis von Mahendra konnte jedoch nicht erlangt werden. Auf Grundlage der Aussagen, der aufgefundenen Materialien und der Gesamtheit der Indizien stellten die Ermittler ihre Version des Geschehens auf. Dieser zufolge kam es am 1. Mai im Haus zu einem Konflikt zwischen Mahendra, Rahit und den jüngeren Kindern. Der Streit eskalierte rasch zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf Lata und Sandeep getötet wurden. Danach fürchteten Mahendra und Rahit angeblich die Konsequenzen und beschlossen, die Spuren des Verbrechens zu verwischen.
Um sich ein Alibi zu verschaffen, begab sich Mahendra in eine andere Stadt. Rahit blieb im Haus, verbrannte die Leichen mit Kerosin und floh anschließend. Am nächsten Tag kehrte Mahendra zurück, gab sich besorgt und wartete an der Tür auf die Kinder, um den Eindruck zu erwecken, nichts zu wissen. Als er der Köchin begegnete, teilte er ihr mit, dass die Kinder zum Mittagessen ausgegangen seien, damit ihre Aussage gegebenenfalls seine Version stützen würde. Mahendra ging erst nach der Ankunft seines ältesten Sohnes Girish in den 2. Stock. Alle seine Handlungen wirkten, als seien sie im Voraus geplant gewesen. Die Leichen waren so gründlich verbrannt, dass die forensische Untersuchung weder die genaue Todesursache noch andere wesentliche Beweise feststellen konnte. Der Prozess dauerte 2 Jahre und im Jahr 2005 wurde Mahendra Kumar Sharma für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Während der gesamten Ermittlungen lag der Schwerpunkt auf Mahendra. Eine wichtige Frage blieb jedoch offen. Was war mit Rahit geschehen? Rahit Sharma wurde zuletzt am 2. Mai 2003 gesehen. Seitdem gilt er als verschwunden. Die Polizei führte Suchaktionen durch und überprüfte mögliche Spuren, doch sein Aufenthaltsort konnte nicht ermittelt werden. Selbst nach fast 22 Jahren ist nichts über sein Schicksal bekannt. Möglicherweise lebt er unter einem anderen Namen in einer anderen Region oder ist ums Leben gekommen. Bis heute bleibt sein Aufenthaltsort ungeklärt. Unklar ist auch, was genau in dieser Nacht geschah. Es gelang nicht, ein vollständiges Bild der Ereignisse zu rekonstruieren. Informationen zu diesem Fall gelangten kaum in die großen Medien. Es wurden keine Materialien mit Fotos oder Videoberichten veröffentlicht. Das Fehlen visueller Beweise von Personenaufnahmen und Videomaterial machte diesen Fall für die breite Öffentlichkeit nahezu unsichtbar, sodass die Tragödie fast ohne öffentliche Aufmerksamkeit blieb. Dennoch ist in den offiziellen Archiven das Gerichtsurteil zu diesem Fall erhalten, in dem die Ermittlungsergebnisse, Zeugenaussagen und Schlussfolgerungen des Gerichts detailliert festgehalten sind. Die Geschichte der Familie von Mahendra Sharma erinnert daran, wie wichtig es ist, auf das Geschehen um uns herum zu achten. Manchmal kann eine rechtzeitig bemerkte Handlung oder ein gesprochenes Wort eine Tragödie verhindern. Wenn Menschen Tiere aus Tierheimen aufnehmen, ist dies häufig ein Akt echter Mitmenschlichkeit gegenüber heimatlosen Lebewesen. Viele teilen sogenannte Vorher-Nachher-Fotos, auf denen zu sehen ist, wie sehr sich ein Tier verändert, wenn es Liebe und Fürsorge erfährt. Diese Bilder verdeutlichen, wie wichtig Aufmerksamkeit für das Aussehen und die Gesundheit jedes Lebewesens ist. Vor kurzem jedoch erschütterten Aufnahmen einer Überwachungskamera Südkorea, auf denen ein 11-jähriger Junge zu sehen war, der so geschwächt wirkte, dass er jeden Moment das Bewusstsein zu verlieren schien. Anstatt mit seinen Freunden auf der Straße zu spielen, stand er regungslos da und starrte mit leerem Blick vor sich hin. Es schien, als habe er keine Träume mehr und jede Hoffnung verloren. Diese Videoaufnahmen, die die letzten qualvollen Momente im Leben des sterbenden Kindes festhielten, lösten im ganzen Land eine Welle der Empörung aus. Werfen wir einen Blick darauf, was in dem tragischen Mordfall in Incheon geschah. Am 7. Februar 2023 um 13:44 Uhr rief ein Vater namens Itawan den Rettungsdienst an. Er teilte mit, dass sein Sohn Shu, ein 5-Klässler, nicht atme. Als der Krankenwagen eintraf, befand sich das Kind im klinischen Tod. Es hatte weder Puls noch Atmung. Trotz Wiederbelebungsversuchen und der Einlieferung ins Krankenhaus verstarb der Junge. Shus Körper wies zahlreiche Blutergüsse auf, vermutlich infolge von Schlägen. Bei einer Größe von 149 Zentimetern wog er nur 29,5 Kilogramm, was für ein Kind seines Alters kritisch wenig war. Seine Kleidung war dünn, schmutzig und für den Winter völlig ungeeignet. An seinen Oberschenkeln wurden Dutzende von Schnitten entdeckt, die höchstwahrscheinlich mit einem scharfen Gegenstand verursacht worden waren. Im Genitalbereich waren verbrennungsähnliche Verletzungen zu sehen und am gesamten Körper fanden sich zahlreiche Blutergüsse. Insgesamt wurden 232 Verletzungen an seinem Körper gezählt. Der Tod trat infolge mehrfacher stumpfer Verletzungen ein, was auf ausgedehnte innere Blutungen hindeutete, die das Ergebnis langwieriger und systematischer Bestrafungen waren. Die Ärzte vermuteten Misshandlung und meldeten den Fall sofort der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt bestritt Shus Stiefmutter die Vorwürfe. Sie behauptete,
sie habe den Jungen lediglich gestoßen, weil er ihr am Tag seines Todes nicht gehorcht habe. Auch der leibliche Vater wies alle Vorwürfe zurück. Er gab an, seinen Sohn 2 Wochen lang nicht gesehen zu haben und erst die Polizei verständigt zu haben, nachdem er erfahren habe, dass es ihm schlecht gehe. Obwohl die Nachrichtenagentur Yonhap über die sofortige Festnahme der Eltern berichtete, fand diese Meldung zunächst keine große Resonanz in der Öffentlichkeit. Das änderte sich einen Monat später, als der Fall durch investigative Sendungen auf den Fernsehsendern NBC und SBS große Aufmerksamkeit erlangte. Nach ersten Erkenntnissen der nationalen Gerichtsmedizin wurden Verletzungen der inneren Organe festgestellt, doch die genaue Todesursache blieb zunächst unklar, sodass weitere Untersuchungen erforderlich waren. Am 15. Februar änderte die Polizei die Anklage gegen die Stiefmutter. Anstelle von Misshandlung mit Todesfolge wurde sie wegen Misshandlung und Mordes angeklagt, da festgestellt wurde, dass der Tod kein Unfall gewesen war. Am 16. Februar, nachdem der Fall von der Polizei an die Staatsanwaltschaft übergeben worden war, wurde eine zusätzliche Untersuchung eingeleitet. Bei Durchsuchungen und Beschlagnahmungen stellten die Ermittler 22 weitere Fälle von Misshandlung fest. Dazu gehörten unter anderem ein Stich mit einem Bleistift in den Oberschenkel sowie das Fesseln an einen Stuhl mit einem Vorhangband. Diese Misshandlungen dauerten bis 2 Tage vor dem Tod an. Als entscheidendes Beweismittel diente eine Überwachungskamera, die die Stiefmutter selbst installiert hatte, um das Verhalten des Jungen zu beobachten. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft begann die Stiefmutter namens Soo-jin, Shu, zu misshandeln, nachdem sie im Frühjahr 2022 eine Fehlgeburt erlitten hatte. Sie gab dem Kind die Schuld dafür. Ende Januar 2023 erlitt Soo-jin eine Verbrennung im Mund und konnte nicht mehr essen, was eine medizinische Behandlung erforderlich gemacht hätte. Anstatt sich jedoch in Behandlung zu begeben, verstärkte sie ihre Grausamkeiten. Am 4. Februar schlug sie Shu mit einem Aluminiumregal, weil er angeblich etwas gestohlen hatte. Anschließend fesselte sie ihn mit einem Handtuch und einer Gardinenkordel an einen Stuhl. Sein Gesicht wurde verdeckt, seine Arme und Beine waren fixiert. Shu verbrachte 16 Stunden in dieser Position. Während dieser gesamten Zeit hörte er Schreie und Beleidigungen aus einem Lautsprecher. Ab 5 Uhr morgens wurde er gezwungen, die Bibel abzuschreiben. Am selben Tag schlug seine Stiefmutter ihn erneut, diesmal weil er angeblich seinen jüngeren Schwestern und Brüdern Taschengeld weggenommen habe. Danach wurde er erneut für 2 Stunden an den Stuhl gefesselt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits innere Blutungen. Sein Vater sah untätig zu, was geschah. Am 7. Februar gegen 13 Uhr kam es zu einem tragischen Moment. Shu hielt seine Stiefmutter mit beiden Händen an der Hand und bat um Vergebung, doch sie stieß ihn weg. Er fiel und schlug mit dem Kopf auf den Boden. Kurze Zeit später starb er an einem Schock, der durch die inneren Blutungen verursacht worden war. Am Tag zuvor war er in einem äußerst beunruhigenden Zustand in einem Geschäft gesehen worden. Er kaufte ein Getränk und der Verkäufer erinnerte sich daran, wie seltsam er ausgesehen hatte. Sein Gesicht war blass, seine Gesichtszüge hingen herab und der für ein normales Kind typische Ausdruck war vollständig verschwunden. Der Ladenangestellte erinnerte sich gut an Shu. Als das gewünschte Fertiggericht nicht vorrätig war, ging der Junge in ein anderes Geschäft, um genau das zu finden, was seine Stiefmutter verlangt hatte. Dennoch schimpfte sie zu Hause mit ihm, weil sie vermutete, dass er in Wirklichkeit nur ferngesehen habe. Im weiteren Verlauf wurden 3 Fotos gezeigt. Zunächst Shu, ein fröhlicher, lebenslustiger Junge, dann ein zunehmend gequältes Kind und schließlich ein Junge, in dessen Augen kein Leben mehr zu erkennen war. Die öffentliche Empörung erreichte ihren Höhepunkt, insbesondere nachdem bekannt wurde, dass Shu 2 Monate vor seinem Tod aufgehört hatte, zur Schule zu gehen. Die Eltern erklärten dies mit den Vorbereitungen für einen angeblichen Schulbesuch im Ausland auf den Philippinen, sodass niemand wusste, was tatsächlich mit ihm geschah. Sein Vater galt als erfolgreicher Unternehmer. Er war im Immobiliengeschäft, im Autoverkauf und im Innenausbau tätig und verfügte über ein beträchtliches Vermögen. 10 Monate nach der Scheidung heiratete er die 42-jährige Soo-jin. Sie bekamen 2 Töchter. Zum Zeitpunkt der Tragödie war die Stiefmutter erneut schwanger. Soo-jin war zuvor mit einem Mann aus China verheiratet gewesen. Im Mai 2018 ließen sie sich wegen häuslicher Gewalt und Untreue scheiden. Im Rahmen der Scheidung
übertrug sie ihrem Ex-Mann das Sorgerecht für das Kind. Shus leibliche Mutter Tanja war der Ansicht, dass ihr Ex-Mann trotz der angespannten Beziehung ein guter und fürsorglicher Vater sei. Daher hatte sie keinen Zweifel daran, dass er ihren Sohn gut erziehen würde. Er hielt jedoch sein Versprechen nicht ein, ihr regelmäßige Besuche bei ihrem Kind zu ermöglichen. Trotz zahlreicher Bitten sah sie Shu nur zweimal. Schließlich reichte sie eine Klage auf Änderung des Sorgerechts ein, da der Vater ihr Recht auf Besuche bei ihrem Sohn verletzte. Als Sujin erfuhr, dass die leibliche Mutter Klage eingereicht hatte, erklärte sie ihr, dass der Junge sie angeblich für den besten Menschen der Welt halte und dass ein Treffen mit seiner leiblichen Mutter ihn verwirren könne. Sie überzeugte die Frau, das Ende des Gerichtsverfahrens abzuwarten. Schließlich zog die Mutter ihre Klage zurück. Doch nach 2 Jahren, als sie es leid war zu warten, beschloss sie, ihren Sohn selbst zu besuchen. Das geschah im Mai 2022. Sie kam zu Shus Schule, doch der Junge rief sofort zu Hause an und informierte seine Stiefmutter darüber. Auf deren Anweisung hin weigerte er sich, mit seiner Mutter zu sprechen. 9 Monate später erfuhr die Frau, dass ihr Sohn gestorben war. Später stellte sich heraus, dass Shu Notizen hinterlassen hatte, in denen er schrieb, wie sehr er seine Mutter vermisste. An diesem Tag riet ihr eine Freundin, das Kind einfach mitzunehmen, doch die Stiefmutter verhinderte dies. Sujin engagierte sich aktiv in der Kirche und war stark auf ihr Image fixiert. Sie hielt sich für tief religiös, diente als Diakonin und nahm an Freiwilligenreisen ins Ausland teil. Wie sich jedoch später herausstellte, war ihre Wohltätigkeit eher ein Mittel zur Selbstbestätigung. Menschen, die sie seit ihrer Jugend kannten, berichteten, dass sie häufig log, insbesondere dann, wenn sie versuchte, einen wohlhabenden Eindruck zu machen. Unter dem Einfluss von Sujin unterzog sich ihr Mann einer plastischen Operation. Beide waren stark auf ihr äußeres Erscheinungsbild fixiert und darauf bedacht, wie sie in den Augen anderer wirkten. Experten vermuteten, dass gerade die Angst, das Bild der perfekten Familie zu zerstören, einer der Gründe dafür war, warum Sujin der leiblichen Mutter untersagte, mit dem Kind zu kommunizieren. Sie wollte ihrer Umgebung zeigen, dass sie eine vorbildliche Ehefrau und Mutter sei. Es war ihr wichtig, als fürsorgliche Frau zu erscheinen, die ein Kind großzieht, das sie nicht selbst geboren hatte. Zu diesem Zweck organisierte sie Familienfotoshootings mit Shu und prahlte damit, dass sie ihn zum Studium nach Berkeley ins Ausland geschickt habe. Obwohl sie den Jungen im Alltag eindeutig diskriminierte, ging die Gewalt ihrer eigenen Darstellung zufolge nicht über Erziehungsmaßnahmen hinaus. Das Auftauchen der leiblichen Mutter, das ihr öffentliches Image hätte zerstören können, versetzte Sujin jedoch in Wut. Aus Versicherungsunterlagen geht hervor, dass die leibliche Mutter später herausfand, dass Sujin seit 2018 bis zu Shus Tod Psychopharmaka eingenommen hatte. Sie wandte sich an Fachleute und behauptete, der Junge leide unter Aufmerksamkeitsdefizit, sei häufig wütend und habe Konflikte mit seinen Klassenkameraden. Die Experten kamen jedoch zu dem Schluss, dass diese Symptome nicht mit einem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom zusammenhingen, sondern mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, die durch die Scheidung der Eltern verursacht worden war. Der Psychologe stellte fest, dass der Junge während der Sitzungen häufig sich selbst die Schuld gab. Wahrscheinlich geschah dies, weil er ständig Vorwürfe von Erwachsenen hörte. Unmittelbar nach der Scheidung seiner Eltern und der Geburt neuer Kinder in der Familie wurde Shu von seiner Stiefmutter ohne Begleitung eines Vormunds auf die Philippinen geschickt. Nachbarn berichteten, dass der Junge nach seiner Rückkehr von dieser Reise verschlossen wirkte, traurig aussah und begann, zahlreiche häusliche Pflichten zu übernehmen. Er sortierte den Müll, brachte Essen und kümmerte sich um die jüngeren Kinder. Das sogenannte Auslandsstudium war somit kein Bildungsprogramm, sondern eine weitere Form der Misshandlung. Später drohte Sujin ihm häufig, ihn erneut dorthin zu schicken, falls er ihr nicht gehorche. Einige Experten vermuteten, dass Sujins Entscheidung, die Vormundschaft zu übernehmen, nicht nur mit ihrem öffentlichen Image, sondern auch mit finanziellen Motiven zusammenhing, etwa mit staatlichen Kinderbeihilfen und Zahlungen für kinderreiche Familien. Psychiater stellten bei ihr Anzeichen einer schweren Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen fest. Möglicherweise ließ sie ihre Wut an dem Kind aus, insbesondere nach Streitigkeiten mit ihrem Ehemann. Obwohl die Stiefmutter direkt für Shus Tod verantwortlich ist, trägt auch sein Vater eine Mitschuld. Zeugenaussagen zufolge war er aufbrausend und schimpfte häufig grob vor dem Kind.
Als Shu sich mit einem Freund prügelte und die Mutter des anderen Jungen sich beschwerte, versuchte der Vater nicht, die Situation zu klären, sondern bestrafte seinen Sohn unmittelbar vor den Nachbarn. Danach schwoll Shus Auge an, doch es war bereits zu spät, um einzugreifen. Während der polizeilichen Ermittlungen bestritten die Eheleute zunächst alle Vorwürfe und behaupteten, der Junge habe sich die blauen Flecken am Körper selbst zugefügt. Später gaben sie jedoch bei der Vernehmung teilweise zu, dass sie tatsächlich Hand an Shu gelegt hatten, auch am Tag seines Todes. Die erste Gerichtsverhandlung fand am 13. April statt. Dabei bestritt die Stiefmutter eine Tötungsabsicht und erklärte, es habe sich nicht um ein vorsätzliches Verbrechen gehandelt, sondern um die Folge von Misshandlungen, ohne die Absicht, ihn zu töten. Sie behauptete, dass sie nach einer Fehlgeburt und einer erneuten Schwangerschaft körperlich geschwächt gewesen sei und unter Panikattacken gelitten habe. Ihren Angaben zufolge habe sie die Selbstbeherrschung verloren und lediglich versucht, das Kind zu erziehen, als sie die Tat begangen habe. Im Juni 2023 erschien Sujin mit ihrem im Gefängnis geborenen Säugling im Arm vor Gericht. Selbst nachdem ihr Fotos der Autopsie gezeigt worden waren, räumte sie die systematische Gewalt ein, bestritt jedoch weiterhin eine Tötungsabsicht. Sie erklärte, dass sie Shus Tod nicht gewollt habe und das tragische Ende nicht habe vorhersehen können. Der leibliche Vater gestand die Gewalt, bestritt jedoch die Vorwürfe, das Kind systematisch unbeaufsichtigt gelassen und seine elterlichen Pflichten verletzt zu haben. Am 15. Juli beantragte die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe für die Stiefmutter sowie 10 Jahre Haft für den Vater. Am 25. August fällte das Gericht jedoch das Urteil: 17 Jahre Freiheitsentzug für die Stiefmutter und 3 Jahre für den Vater. Da die Tat heimlich innerhalb der eigenen 4 Wände begangen worden war, konnten die Staatsanwälte keine direkte oder indirekte Tötungsabsicht nachweisen. Infolgedessen stufte das Gericht die Tat als fahrlässige Tötung ein. Der Vater bestand darauf, dass er seinen Sohn 1 bis 2 Wochen vor der Tragödie nicht gesehen habe und versuchte, die gesamte Verantwortung auf seine Ehefrau abzuwälzen. Die Untersuchung ergab jedoch, dass die meisten Wunden und Blutergüsse genau in diesem Zeitraum entstanden waren, was auf seine Beteiligung an der Gewalt hindeutete. Als die leibliche Mutter unter Tränen das Gericht um eine strengere Strafe bat, wandte sich die Stiefmutter hingegen an ihre Kirche mit der Bitte um Nachsicht. Allerdings wagte es keines der Gemeindemitglieder, sie öffentlich zu unterstützen. Diese Tragödie um Shu hat gezeigt, wie wichtig ein verlässliches System zum Schutz von Kindern ist. Selbst wenn ein Kind bei einem Elternteil oder in einer neuen Familie lebt, ist der Staat verpflichtet, für seine Sicherheit zu sorgen. Das Ausbleiben von Meldungen über mögliche Gewalt aufgrund mangelnder Beweise sowie die Einschränkungen für Eltern ohne Sorgerecht, ihre Kinder regelmäßig zu sehen, waren zentrale Faktoren für den tragischen Ausgang. Hätte die leibliche Mutter ihren Sohn regelmäßig sehen können, wäre Shus Schicksal möglicherweise ein ganz anderes gewesen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Ende November 1998 gab Julie Carol Jensen ihrer Nachbarin einen versiegelten Umschlag und bat sie, ihn der Polizei zu übergeben, falls ihr etwas zustoßen sollte. Die Nachbarin hielt dies für einen seltsamen Scherz, nahm den Brief jedoch mit, ohne nach seinem Inhalt zu fragen. 3 Tage später bewahrheiteten sich Julies schlimmste Befürchtungen. Sie starb. Es stellte sich die Frage, wer war schuld am Tod der Mutter 2 Kinder? Derjenige, den sie in ihrem letzten Brief genannt hatte? Oder hatte Julie beschlossen, sich freiwillig aus dem Leben zu scheiden und daraus eine Show zu machen? Julie Carol Jensen wurde 1958 in der Stadt Oshkosh im Bundesstaat Wisconsin geboren. Nach den Erinnerungen ihrer Angehörigen war sie ein künstlerisches, lebensfrohes Mädchen, das nicht stillsitzen konnte. Julie machte kein Geheimnis daraus, dass sie später Schauspielerin oder Sängerin werden wollte, aber als sie älter wurde, wurde allen klar, dass sie nicht das nötige Talent hatte. Der Höhepunkt ihrer Schauspielkarriere blieb das Schultheater. Einer ihrer Lehrer äußerte sich über Julie. Seine Worte erwiesen sich als prophetisch. Nachdem sie bei den Aufnahmeprüfungen an allen Theaterhochschulen durchgefallen war, erlebte Julie den Zusammenbruch ihrer Pläne.
Diese Niederlage löschte buchstäblich ihr inneres Leuchten aus und hinterließ nur einen blassen Schatten ihrer früheren selbst. Das Mädchen war gezwungen, an einem örtlichen College eine Ausbildung zur Buchhalterin zu beginnen. Dort lernte sie später ihren zukünftigen Ehemann Mark Jensen kennen, der 2 Jahre jünger war als sie. Zwischen den beiden entflammte eine Romanze und bald darauf zog das Paar zusammen. Obwohl Julie nur noch 1 Jahr bis zu ihrem Abschluss hatte, beschloss sie 1980, ihr Studium abzubrechen. Sie fand eine Stelle als Sekretärin. Im Gegensatz zu Julie schloss Mark das College erfolgreich ab. 1982 bekam er eine Stelle in Pleasant Prairie, Wisconsin, und das Paar zog dorthin. 1 Jahr später heirateten die Verliebten. Julie erzählte ihren Freundinnen in offenen Gesprächen, wie sehr sie Marks Egoismus und Ehrgeiz bedrückten, für den die Karriere an erster Stelle stand. Und nicht die Familie. Wahrscheinlich haben sie sich deshalb lange nicht für Kinder entschieden. Ihr erstes Kind, David, kam erst 1990 zur Welt. Obwohl Mark der Initiator war, distanzierte er sich nach der Geburt seines Sohnes unerwartet und stürzte sich vollständig in die Arbeit. Er rechtfertigte seine Distanzierung mit der Notwendigkeit, für 2 zu arbeiten, während Julie mit dem Baby zu Hause blieb. Nach einiger Zeit schloss der Mann David jedoch ins Herz und verbrachte mehr Zeit mit ihm. Als ihr Sohn jedoch 1 Jahr alt wurde, begann Mark seiner Frau zu verstehen zu geben, dass sie ihre Ausbildung beenden, eine Qualifikation zur Buchhalterin erwerben und anfangen sollte, Geld zu verdienen. Julie wich diesen Gesprächen ständig aus. Sie hatte Angst, ihrem Mann zu gestehen, dass sie ihren Beruf hasste und nicht vorhatte, im Finanzbereich zu arbeiten. Die junge Mutter träumte insgeheim weiterhin von der Bühne, dem Scheinwerferlicht und Filmrollen. Nur um ihren Mann davon abzuhalten, sie zu bitten, ihr Studium fortzusetzen, nahm Julie 1991 wieder eine Teilzeitstelle als Sekretärin in einer kleinen Firma an. Dort lernte sie einen Mann namens Perry Tarek kennen. Er bemerkte sofort die hübsche Julie, die stundenlang über Theater, Kunst und Musik sprechen konnte. Als Perry im Gespräch erwähnte, dass er in seiner Jugend in einer Folge einer wenig bekannten Serie mitgespielt hatte, zeigte Julie besonderes Interesse an ihrem verheirateten Kollegen und wollte ihn näher kennenlernen. Zwischen den beiden begann eine heimliche Affäre, die 2 Monate später endete, als Mark das Paar in seinem eigenen Schlafzimmer erwischte. Mark wurde noch kälter und distanzierter. Julie reichte die Scheidung ein. Bald darauf zog sie diesen Schritt jedoch zurück, weil ihr Mann ihr drohte, dass sie ihren Sohn nie wieder sehen würde, wenn sie sich trennten. Daraufhin trennte sich Julie von Perry, um die Beziehung zu ihrem Mann zu retten. Julie bat Mark um Vergebung für ihren Seitensprung, sagte, sie habe ihren fatalen Fehler erkannt und so etwas würde nie wieder vorkommen. Ich werde versuchen, dir zu vergeben. Ich hoffe, ich schaffe es, sagte Mark zweifelnd. Für ihre Umgebung schienen die Jensen weiterhin ein perfektes Paar zu sein, aber ihre Beziehung war nach dem Seitensprung zerbrochen. Mark ging kälter mit seiner Frau um, ohne die frühere Zärtlichkeit, und offenbar konnte er ihr den Verrat nicht verzeihen. Julie wusste das und wollte ihre Beziehung stärken, indem sie Mark überredete, noch ein Kind zu bekommen. 1995 wurde der 2. Sohn der Jensen, Douglas, geboren. Leider erwies sich die Hoffnung, dass Kinder die Ehe retten würden, als illusorisch. Das Ehepaar entfernte sich weiter voneinander und 1998 glich ihre Verbindung eher einer Nachbarschaft. Zur gleichen Zeit begannen seltsame Dinge im Leben der Familie zu geschehen. Jemand hinterließ regelmäßig pornografische Fotos im Hof, im Haus und in ihrem Auto. Mark vermutete, dass jemand heimlich in das Haus eindrang und verdächtigte Julies ehemaligen Liebhaber Perry Tarek. Mark und Julie engagierten einen Privatdetektiv und installierten eine Videoüberwachung, um den Täter zu fassen. Als der Detektiv der Frau sagte, dass höchstwahrscheinlich ihr Ehemann Mark dahinter stecke, glaubte Julie ihm nicht. Am 3. Dezember 1998 gegen 13 Uhr klingelte das Telefon im Büro des Sheriffs von Pleasant Prairie. Am anderen Ende der Leitung war Mark Jensen. Mit ruhiger, fast distanzierter Stimme teilte er dem Dispatcher mit: Ich kam zum Mittagessen nach Hause und sah, dass die Sachen meiner Frau im Flur verstreut lagen. Ich habe im Schlafzimmer nachgesehen und sie liegt immer noch im Bett, bewegt sich nicht, atmet nicht. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist.
Sofort fuhren Polizei und Krankenwagen zum Tatort. Julie lag auf dem Bett, mit einer Decke zugedeckt. Sie trug ein rosa T-Shirt und Unterhosen. Die Ärzte untersuchten die Frau und stellten fest, dass alle Versuche, sie zu retten, zwecklos waren. Den Polizisten kam die unnatürliche Haltung der Frau seltsam vor. Es sah so aus, als hätte man sie absichtlich umgedreht. Allerdings gab es im Haus keine fremden Fingerabdrücke oder Einbruchsspuren. Wie der Bericht des Gerichtsmediziners zeigte, war Julie Jensen zwischen 11 und 12 Uhr mittags gestorben. Die Todesursache war eine Vergiftung mit Ethylenglycol, einem giftigen Bestandteil von Frostschutzmittel und Bremsflüssigkeit. Bei der Befragung beschrieb Mark der Polizei das seltsame Verhalten seiner Frau. An diesem Morgen wollte Julie nicht aus dem Bett aufstehen, täuschte eine Krankheit vor, war launisch und bat schließlich darum, allein gelassen zu werden. Mark teilte der Polizei mit, dass sie seit mehreren Wochen unter schweren Depressionen litt. Julie hatte das Interesse an mir, an den Kindern, am Leben und an der Arbeit verloren. Ich glaube, sie hat sich aus freien Stücken entschieden, aus dem Leben zu scheiden. Als die Polizei die Krankenakten der Frau überprüfte, stellte sie tatsächlich fest, dass Julie im Jahr 1988 mindestens 3-mal wegen Depressionen einen Psychiater aufgesucht hatte. Das letzte Mal war nur 2 Tage vor der Tragödie gewesen. Nach diesem Besuch wurden ihr Antidepressiva verschrieben. Interessanterweise war laut dem Psychiater nicht nur die zerbrochene Beziehung zu ihrem Ehemann der Grund für die Depressionen der Frau, sondern auch ein mysteriöser Stalker, der Julie ununterbrochen beleidigende Nachrichten und Fotos per E-Mail schickte. Es schien, als würden alle Hinweise auf einen Punkt hindeuten. Julie könnte tatsächlich freiwillig aus dem Leben geschieden sein. Neben der Ehekrise, der anhaltenden Depression und dem anonymen Stalker war der Browserverlauf auf dem Computer der Frau ein entscheidender Beweis. Darin fanden sich unheimliche Suchanfragen. Wo ist Ethylenglycol enthalten? Wie wirkt Ethylenglycol auf den Körper? Folgen einer Ethylenglycol-Vergiftung. Mark hatte jedoch ein wasserdichtes Alibi. Zum Zeitpunkt des Todes seiner Frau war er bei der Arbeit. Es wurden weder Einbruchsspuren noch fremde Fingerabdrücke oder DNA gefunden. All dies veranlasste die Ermittler, die Beteiligung Dritter auszuschließen. Und wäre da nicht der Umschlag gewesen, den die Nachbarin der Jensen den Beamten übergeben hatte, hätte die Polizei die Ermittlungen eingestellt und den Fall mangels Tatbestand abgeschlossen. Was befand sich also in dem Umschlag? Darin befand sich ein Foto aus dem Terminkalender von Mark Jensen, auf dem verschiedene Gifte und ihre Zusammensetzung aufgelistet waren, darunter Ethylenglycol sowie ein Brief, sowie hier ist der Text: Ich habe dieses Foto gemacht und schreibe dies am Samstag, dem 21. November 1998 um 7 Uhr morgens. Diese Liste befand sich im Terminkalender meines Mannes. Ich glaube, er wollte nicht, dass ich sie sehe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber wenn mir etwas zustößt, sollte er der erste Verdächtige sein. Unsere Beziehung hat sich zu höflicher Gleichgültigkeit verschlechtert. Ich weiß, dass er mir meine kurze Affäre vor 7 Jahren nie verziehen hat. Mark lebt für seine Arbeit und seine Kinder. Außerdem verbringt er viel Zeit im Internet. Ich rauche und trinke nicht. Meine Mutter war Alkoholikerin, deshalb beschränke ich mich auf 1 oder 2 Gläser pro Woche. Mark möchte, dass ich abends mit ihm trinke, aber ich will das nicht. Ich würde mir niemals wegen meiner Kinder sich das Leben nehmen. Sie sind mein Ein und Alles. Von Medikamenten nehme ich nur Mittel gegen Erkältungen, die ich in meinem Medikamentenschrank habe, und Vitamine. Außerdem habe ich ein Rezept für Migränetabletten, die Mark öfter nimmt als ich. Ich bete, dass ich mich irre und nichts passiert. Aber in letzter Zeit verhält sich Mark sehr verdächtig. Deshalb fürchte ich um mein Leben. Ich möchte David und Douglas nicht verlassen. Sie sind die wichtigsten Errungenschaften meines Lebens und meine größte Liebe. Meine 4 Ds: Papa, Daddy, David und Douglas. Der Inhalt von Julies Brief hat den Verlauf der Ermittlungen grundlegend verändert. Nun betrachteten die Ermittler die Ereignisse vom 3. Dezember 1998 in einem ganz anderen Licht. Und Mark Jensen verwandelte sich augenblicklich vom trauernden Witwer zum Hauptverdächtigen im Mordfall. Die Polizei begann, das Leben des Mannes, der eine Führungsposition in einem großen Unternehmen in Wisconsin innehatte, genau unter die Lupe zu nehmen. Bald gelang es ihnen, 2 wichtige Hinweise zu finden, die einen Schatten auf Mark warfen.
Erstens kam seine 2-jährige heimliche Affäre mit seiner Untergebenen Kelly Labonte ans Licht, die nur einen Monat nach Julies Beerdigung zu ihm gezogen war. Zweitens erzählte Marks Kollege Ed Klug der Polizei, dass Mark in einem Gespräch zweideutige Äußerungen über seine Frau gemacht habe. Mark sagte zu seinem Kollegen: „Wenn man mir gesagt hätte, dass ich keine Strafe zu erwarten hätte, hätte ich Julie schon längst auf ihrem Weg zum Allmächtigen begleitet." Nicht weniger verdächtig verhielt sich Mark bei der Beerdigung. Nach Aussagen derjenigen, die an der Trauerfeier für Julie teilnahmen, wirkte der Witwer unbeschwert und durchaus zufrieden. Eine enge Freundin von Julie erinnerte sich: Mark stand etwa 1,5 Meter vom Sarg entfernt, aber sein Gesicht zeigte nicht die geringste Trauer. Im Gegenteil, er lachte und scherzte. Das war so seltsam. Am Tag nach der Beerdigung seiner Frau packte Mark alle Sachen von Julie in Müllsäcke und stellte sie an den Straßenrand. Zeuge dieser Szene war der Bruder der verstorbenen Frau, Larry Griffin. Für mich war das ein Schock. Dort lagen alle Sachen von Julie, einschließlich Fotos und so weiter, als wollte er sie aus seinem Gedächtnis löschen. Er hat sie aus seinem Leben und aus seinem Haus gestrichen. Aufgrund der Komplexität des Falles zog sich der Prozess gegen Mark Jensen über lange 10 Jahre hin. In dieser Zeit heiratete der Mann Kelly. Gemeinsame Kinder hatten sie nicht. Das Hauptargument der Anklage war ein Brief, den Julie 2 Wochen vor ihrem Tod geschrieben hatte. Die Verteidigung bestand darauf, dass die Frau depressiv war und immer davon geträumt hatte, Schauspielerin zu werden. Deshalb habe sie ihren Weggang in eine dramatische Inszenierung verwandelt und ihren Mann aus Boshaftigkeit hereingelegt. Im Februar 2008 fand die letzte Anhörung statt. Die Jury stand vor einer schwierigen Aufgabe, aber nach 30 Stunden Beratung befanden sie den 48-jährigen Mark Jensen für schuldig, woraufhin der Richter ihn zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung auf Bewährung verurteilte. Als Reaktion darauf gaben Kelly und Marks Söhne eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie sagten, dass sie ihn niemals verleugnen würden und an seine Unschuld glauben. Wir werden bis zum Ende für Marks Freiheit kämpfen. Marks Familie blieb bei ihrer Position. Ihre Anwälte legten nacheinander Berufung ein und argumentierten, dass die Verwendung von Julies Abschiedsbrief als Beweismittel eine grobe Verletzung des Rechts des Angeklagten auf eine Gegenüberstellung mit seiner Anklägerin, seiner verstorbenen Frau, darstelle und daher das gesamte Urteil für rechtswidrig erklärt werden müsse. Erstaunlicherweise funktionierte dies. Am 19. Dezember 2013 wurde das Urteil aufgehoben und Mark Jensen aus dem Gefängnis entlassen. Für die Staatsanwaltschaft und Julies Angehörige kam diese Entscheidung des Gerichts, gelinde gesagt, überraschend. Es wurde klar, dass Julies Brief nicht mehr vor Gericht verwendet werden konnte. Für einen neuen Prozess waren nun unbestreitbare, stichhaltige Beweise erforderlich, die Marks Schuld direkt belegten. Zusätzlich zu den vorhandenen Zeugenaussagen und Beweisen konnten die Ermittler 2 weitere wichtige Beweise für Marks Schuld finden. So konnten Computersicherheitsexperten herausfinden, dass die obszönen E-Mails, die Julie erhalten hatte, von niemand anderem als Mark selbst verschickt worden waren. Er war also der mysteriöse Stalker, der Julie über mehrere Jahre hinweg gequält hatte. Den entscheidenden Schlag versetzte jedoch die Aussage seines Zellengenossen. Dieser erklärte, dass Jensen ihm offen gestanden habe, das Verbrechen lange und kaltblütig vorbereitet zu haben. Mark habe angeblich auf den richtigen Moment gewartet, bis bei seiner Frau offiziell eine Depression diagnostiziert und ihr verschreibungspflichtige Medikamente verordnet würden. Nun ergaben Marks Handlungen eine unheimliche Logik. Alles, sowohl seine emotionale Distanziertheit als auch seine Schikanen, war Teil seines Plans. Er hatte seine leicht zu beeinflussende Frau absichtlich in eine psychische Störung getrieben, um ihre Diagnose als Deckmantel für den perfekten Mord zu nutzen. Am 9. Januar 2023 begann der zweite Prozess. Die Anklage legte neue Beweise für Marks Schuld vor, während die Verteidigung an ihrer Version festhielt und behauptete, Julie habe berühmt werden wollen, da sie ihr schauspielerisches Potenzial im wirklichen Leben nicht ausschöpfen konnte. Diesmal berieten sich die Geschworenen noch länger, aber schließlich sprachen sie Mark Jensen für schuldig. Danach wurde der Mann erneut zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung verurteilt. Was seine Frau und seine Kinder betrifft, so glauben sie weiterhin an Marks Version und halten ihn für unschuldig.
Sie kämpfen auch heute noch für die Freilassung des Mannes, aber die Chancen dafür sind praktisch gleich null. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Sommer 2016, Mexiko. Mehrere Bewohner der Siedlung Nápoles in Mexiko-Stadt wurden von einem schrecklichen Ereignis erschüttert. Gegen 6 Uhr morgens wurden sie durch einen lauten Knall geweckt, der wie eine explodierende Gasflasche klang. Die Menschen schauten aus den Fenstern und sahen den nackten Körper einer Frau auf dem Asphalt liegen. Augenzeugen riefen sofort die Polizei, um den Vorfall zu melden. Zu diesem Zeitpunkt wusste und verstand noch niemand, was passiert war, warum die Frau völlig nackt in einer Blutlache auf der Straße lag. Als die Polizei und der Krankenwagen eintrafen, konnten die Sanitäter der Verletzten nicht mehr helfen. Sie war tot. Später identifizierten die Behörden das Opfer als Stephanie Magón Ramírez. Sie war erst 23 Jahre alt. Stephanie Magón Ramírez wurde 1993 im Westen Kolumbiens in der Stadt Cali geboren. Ihre Familie und engen Freunde nannten sie liebevoll Nanny. Stephanie lebte mit ihrem 4-jährigen Sohn und ihrem Ehemann, einem bekannten kolumbianischen DJ für elektronische Musik, in Cali. Sein Name ist Anthony Marin. Ihre Angehörigen beschrieben Stephanie als fröhliches, freundliches junge Frau, das Tiere sehr liebte. Schon früh interessierte sie sich für Mode. Sie blätterte in Zeitschriften und stellte sich vor, auf dem Cover zu sein. Stephanie arbeitete hart, um ihre Träume zu verwirklichen. Sie nahm an Fotoshootings und Modenschauen in ihrer Heimat Kolumbien teil. Das Modell war nur 1,68 Meter groß. Viele Fotografen bemerkten, dass ihr Gesicht so ausdrucksstark war, dass sie sich ständig von anderen Frauen abhob. Anfang 2016 nahm Stephanie an einem Casting teil und erhielt ein Angebot, in Mexiko zu arbeiten. Ramírez reiste allein in ein fremdes Land. Ihr Mann und ihr Sohn blieben in Cali zurück. Stephanie sah darin ihre Chance, mehr Geld zu verdienen und erfolgreich die Karriereleiter hinaufzuklettern. In ihrer Heimat Kolumbien studierte sie am College und träumte davon, Fernsehmoderatorin zu werden. Laut ihren Freunden reiste Stephanie auch nach Mexiko, um ein Studium am Nationalen Institut für Telekommunikation zu beginnen, wo zukünftige Fernseh- und Radiomoderatoren ausgebildet wurden. Stephanie Magón Ramírez' Mutter war sehr besorgt, als sie erfuhr, dass ihre Tochter alleine nach Mexiko reisen würde. Die Frau hatte ein ungutes Gefühl und bat ihre Tochter, in Kolumbien zu bleiben. Leider ist die Kriminalitätsrate in Mexiko sehr hoch. Stephanie war selbst besorgt, aber sie wusste, dass sie auf jeden Fall nervös sein würde. Schließlich war ihr das fremde Land völlig unbekannt. Dort würde es Schwierigkeiten geben, die sie einfach überstehen musste. Stephanie glaubte nicht, dass ein besseres Leben auf sie wartete. Sie träumte davon, bekannter zu werden, Verträge mit großen Marken zu unterschreiben und neue Kontakte und Beziehungen zu knüpfen. Im Mai 2016 zog Stephanie nach Mexiko-Stadt. Sie hatte einen Vertrag mit der Modelagentur New Icon in der Tasche. Gemäß den Vertragsbedingungen sollte die Agentur Ramírez finanziell unterstützen, damit sie mindestens 6 Monate lang in Mexiko-Stadt leben konnte. Stephanie wurde bei der Beantragung ihres Visums unterstützt, man kaufte ihr Flugtickets und bezahlte ihre Wohnungsmiete. Sobald sie Geld verdiente, musste sie es in Raten an die Agentur zurückzahlen. Ramírez' Aufgabe bestand darin, als Model zu arbeiten, an Werbeshootings für verschiedene Marken teilzunehmen und für Kataloge und Zeitschriften zu posieren. Anfangs lebte Stephanie in Mexiko-Stadt zusammen mit einer Kollegin, ebenfalls Model, in einer Wohnung. Nach 2 Monaten mietete sie sich eine eigene Wohnung. Ramírez zog in eine kleine Einzimmerwohnung in der Kolonie Nápoles. Stephanie wohnte im obersten Stockwerk eines 5-stöckigen Wohnkomplexes. Laut Quellen zahlte sie für die Miete ihrer neuen Wohnung 5.000 mexikanische Pesos. Das sind etwa 270 US-Dollar. Vertreter der Modelagentur, mit der Ramírez einen Vertrag hatte, bestätigten, dass das Model bei ihnen Schulden hatte. Stephanie gestand ihren Freunden, dass ihr die neue Arbeit sehr gefiel. Am Samstag, dem 30. Juli 2016, wurde Stephanie auf dem Asphalt unter dem Fenster ihrer Mietwohnung gefunden.
Als die Polizei und der Rettungsdienst eintrafen, vermuteten sie sofort, dass die junge Frau aus der Höhe gestürzt war. Die Ärzte konnten Ramirez nicht mehr helfen. Sie starb. Die Ermittlungen begannen. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Stephanie mehrere Kopfverletzungen, einen Kieferbruch, gebrochene Rippen und deutliche Anzeichen von Gewalt aufwies. Dem Model fehlten mehrere Zähne. Der erste toxikologische Test ergab, dass Stephanie vor ihrem Tod weder Alkohol noch illegale Substanzen konsumiert hatte. Später forderten die Behörden eine komplexere Analyse an, um herauszufinden, ob die Verstorbene andere Substanzen eingenommen hatte. Die Ergebnisse dieses erneuten Tests wurden aus irgendeinem Grund nicht sofort veröffentlicht. 3 Tage nach der Tragödie, am 2. August, bestätigte ein Vertreter der Behörden auf einer Pressekonferenz offiziell, dass Stephanie Magón Ramirez tatsächlich schwere Brüche und Prellungen hatte. Die Medien berichteten nacheinander, dass die Kolumbianerin Opfer eines geplanten Verbrechens geworden sei. Es vergingen jedoch noch einige Tage, bis die Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt eine neue Version der Ereignisse bekannt gab. Nun behaupteten die Behörden, dass Stephanie Magón Ramirez sich freiwillig aus dem Leben geschieden habe, indem sie von dem Dach des Wohnhauses, in dem sie eine Wohnung gemietet hatte, gesprungen sei. Die Polizei teilte mit, dass sie keine Spuren von Kampf, Schlägerei oder Gewalt am ihren Körper gefunden habe. Alle Verletzungen seien durch den Sturz aus der Höhe entstanden. Die Ermittler fanden keine Hinweise darauf, dass Dritte am Tod des Models beteiligt waren. Die Behörden gingen davon aus, dass Stephanie selbst vom Dach gesprungen war. Entweder habe sie dies absichtlich getan oder es sei ein Unfall gewesen. Zur gleichen Zeit veröffentlichte die Polizei die Ergebnisse einer erneuten toxikologischen Untersuchung, die ergaben, dass sich in Ramirez' Blut eine erhebliche Dosis synthetischer illegaler Substanzen befand. Die Ermittler gingen davon aus, dass das Model zum Zeitpunkt des Sturzes unter dem Einfluss dieser Substanzen stand. Außerdem hatte Stephanie laut einigen Zeugen in der Nacht vor der Tragödie am 29. Juli den privaten Nachtclub Normandie besucht. Augenzeugen zufolge soll das Model in diesem Club Alkohol getrunken und illegale Substanzen konsumiert haben. Eine der Clubbesucherinnen berichtete, dass sie Stephanie auf der Toilette gesehen habe. Das Model sei stark betrunken gewesen und habe kaum auf den Beinen stehen können. Sie habe Halluzinationen gehabt und sich ausgezogen. Im Blut der jungen Frau wurde eine hohe Dosis illegaler Substanzen festgestellt. Es gibt Hinweise darauf, dass genau diese Substanzen beim Menschen das Gefühl hervorrufen, dass ihm sehr heiß ist. Möglicherweise hat sich Stephanie deshalb im Toilettenraum des Clubs ausgezogen. Ihre Mutter, ihr Vater und ihr Ehemann Anthony Marin berichteten, dass Stephanie niemals Alkohol missbraucht und schon gar keine illegalen Substanzen genommen habe. Ihre Angehörigen vermuteten, dass möglicherweise jemand im Club sie getäuscht und ihr absichtlich etwas in ihr Getränk gemischt habe. Nach den Aussagen von Zeugen, die die junge Frau im Club gesehen hatten, beschlossen die Behörden, den Club zu schließen und dort eine gründliche Durchsuchung durchzuführen, um herauszufinden, ob es im Normandie tatsächlich illegale Substanzen gegeben haben könnte. Um es vorwegzunehmen, es wurden keine illegalen Substanzen im Club gefunden, später wurde der Club jedoch geschlossen, da die Besitzer Probleme mit ihren Papieren hatten. Außerdem fehlte im Club das erforderliche Abfallentsorgungssystem. Im Laufe der Ermittlungen erhielt die Polizei von weiteren Zeugen die Information, dass Stephanie nicht nur als Model gearbeitet habe, sondern auch als Escort tätig gewesen sei und gegen Bezahlung mit Männern geschlafen habe. Die Familie Ramirez bestritt diese Informationen erneut und erklärte, dass Stephanie einen Vertrag mit einer großen Modelagentur gehabt habe. Sie habe einen gut bezahlten Job gehabt und keine weiteren Einkommensquellen benötigt. Die mexikanischen Behörden stellten nicht nur keine ausreichenden Informationen über die Ermittlungen in diesem Fall zur Verfügung, sondern beeilten sich auch, ihn abzuschließen. Die offizielle Version lautete, dass Stephanie sich das Leben genommen habe. Viele Menschen glaubten der Polizei nicht. Die populärste Version dessen, was tatsächlich mit Stephanie geschehen ist die Theorie, dass sie Opfer eines Menschenhandelsrings geworden sei, mit dem die Modelagentur zusammengearbeitet habe. Hinter diesem Komplott hätten einflussreiche Personen gestanden. Die Agentur, mit der Stephanie einen Vertrag hatte, befand sich in einem prestigeträchtigen Viertel der mexikanischen Hauptstadt, wo auch mehrere andere ähnliche Unternehmen ansässig sind.
Die mexikanischen Behörden erklärten, es gebe keine Beweise dafür, dass das Unternehmen Teil einer kriminellen Organisation sei. New Icon arbeitete tatsächlich mit Models aus verschiedenen südamerikanischen Ländern wie Kolumbien, Venezuela und Paraguay zusammen. Als die Presse die Agentur kontaktierte, erklärte ein Sprecher, dass das Unternehmen sehr professionell und renommiert sei und in keinerlei Verbindung zu Menschenhändlern stehe. Wichtige Informationen kamen von den Nachbarn der Ramirez. Sie berichteten, dass sie gesehen hätten, wie Stephanie spät in der Nacht nicht allein, sondern mit 2 Männern in die Wohnung gekommen sei. Die Nachbarn erzählten, dass diese Männer einige Zeit in der Wohnung der Ramirez verbracht hätten. Niemand habe Streit oder Schreie gehört. Gegen 4 Uhr morgens seien die Männer gegangen. Stephanie habe sie nicht zum Auto begleitet und nur 2 Stunden später habe sie auf der Straße gelegen. Wie bereits erwähnt, lautete die offizielle Version der Behörden, dass Stephanie selbst vom Dach des Gebäudes gesprungen sei. Einige Details passen jedoch nicht zusammen. Die Leiche des Models wurde auf der Straße in der Mitte der Fahrbahn gefunden, etwa 5,5 Meter vom Wohnhaus entfernt. Nach Angaben eines Sportexperten hätte Stephanie einen Sprung machen müssen, um so weit vom Haus entfernt zu landen. Der Experte schätzte, dass die junge Frau mindestens 45 Meter hätte anlaufen müssen. Das Dach des Gebäudes war jedoch nicht groß genug, um dies zu ermöglichen. Wenn Stephanie tatsächlich vom Dach gesprungen wäre, wäre sie auf dem Bürgersteig gelandet, aber keinesfalls in der Mitte der Straße. Außerdem lag das Model in einer Embryonalstellung. In einer solchen Position wäre es kaum möglich, von einem 5-stöckigen Gebäude zu springen. In der Regel fallen Menschen, die aus der Höhe springen, mit dem Gesicht nach unten, wobei sie ihre Arme ausstrecken oder an ihr Gesicht pressen, was ein natürlicher Instinkt ist, um den empfindlichsten Teil des Körpers, den Kopf, zu schützen. Die mexikanischen Behörden wurden dazu befragt. Sie antworteten, dass Stephanie beim Fallen gegen einen Baum neben dem Haus geprallt sei und anschließend nach vorne geschleudert worden sei. Vor dem Gebäude steht tatsächlich ein Baum, zudem verlaufen dort Stromleitungen sehr nah am Haus. Das Seltsamste daran ist jedoch, dass weder die Äste des Baumes noch die Stromleitungen beschädigt wurden. Eine weitere sehr rätselhafte Tatsache war, dass die Polizei die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus den Nachbarhäusern angefordert hatte, auf denen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Moment festgehalten war, als Stephanie auf die Straße stürzte. Diese Aufnahmen hätten bei den Ermittlungen helfen können, doch aus irgendeinem Grund teilte die Polizei mit, dass sie die Aufzeichnungen zwar gesammelt, aber nicht ausgewertet habe, da sie überzeugt gewesen sei, dass Stephanie aus eigener Entscheidung aus dem Leben geschieden sei. Die Beamten sahen keine Notwendigkeit, das Material zu analysieren. Ein weiteres wichtiges Detail darf nicht vergessen werden. Stephanie fehlten mehrere Zähne, doch keiner davon wurde auf der Straße, auf dem Dach oder in der Wohnung gefunden. Die meisten Verwandten und Freunde von Stephanie gingen daher davon aus, dass ihre Leiche schlicht auf die Straße geworfen worden war. Diese Version wurde von den Behörden in Mexiko-Stadt jedoch nicht einmal in Betracht gezogen. Laut einer Nachrichtenquelle soll während einer Live-Übertragung der mexikanischen Sendung 4 Wege ein anonymes Mitglied eines Drogenkartells angerufen und eine beunruhigende Aussage gemacht haben. Seinen Worten zufolge gebe es mehrere Modelagenturen, die vom Kartell finanziert würden und über die gezielt junge Frauen ausgewählt würden. Wenn diese nach Mexiko-Stadt kämen, würden sie gezwungen, Beziehungen zu ihren Vorgesetzten und anderen Kartellmitgliedern einzugehen. Laut dem Anonymen seien diejenigen, die sich gewehrt oder sich geweigert hätten, beseitigt worden. Er sagte zudem, dass niemand versuchen werde, die Wahrheit herauszufinden. Selbst wenn es eine Untersuchung gäbe, würden Beweise vertuscht, da Anwälte und Polizisten bereits vom Kartell gekauft worden seien. Diese Aussagen wurden später von einem weiteren Kartellmitglied bestätigt, das hinzufügte, dass kolumbianische Frauen bevorzugt würden, da sie groß seien, attraktive Figuren hätten und oft blonde Haare und helle Augen. Später wurde bekannt, dass in der Nähe der Siedlung Nápoles in Mexiko-Stadt, wo Stephanie lebte, eine weitere Gruppe ausländischer Frauen wohnte, die als Escorts arbeiteten. Im April 2018 entdeckten die mexikanischen Behörden in derselben Gegend ein Netzwerk für Frauenhandel. Die Frauen wurden dort festgehalten und nicht freigelassen. Einer der Gefangenen gelang die Flucht, woraufhin sie sich an die Polizei wandte. Auf diese Weise konnten 17 Frauen gerettet werden. Unter ihnen waren 10 Venezolanerinnen, 6 Kolumbianerinnen und eine Paraguayerin.
Leider werden Fälle von Frauenhandel mit Ausländerinnen und damit verbundene Tötungsdelikte in Mexiko immer häufiger und geben Anlass zur Sorge im ganzen Land. Die mangelnde Bereitschaft der Behörden, konsequent gegen diese Netzwerke vorzugehen und die Verbrechen aufzuklären, ist dabei besonders beunruhigend. Laut kolumbianischen Medienberichten sagte Anthony Marin, der Ehemann von Stephanie, dass sie bei ihrem letzten Videoanruf verängstigt gewirkt habe. Er erklärte, seine Frau sei distanziert gewesen und habe sich während des Gesprächs unnatürlich verhalten, doch er habe dem keine Bedeutung beigemessen und angenommen, sie sei lediglich erschöpft von der Arbeit. Ein Fotograf, der einige Monate vor ihrem Umzug nach Mexiko mit Stephanie zusammengearbeitet hatte, berichtete, dass sie sich weiterentwickeln wollte, sehr viel arbeitete und fast immer von Anthony begleitet wurde. Ihr Mann holte das Model regelmäßig von Fotoshootings ab und brachte sie nach Hause. Das Ehepaar liebte sich offenbar aufrichtig und es gab keine Anzeichen dafür, dass Stephanie ein Doppelleben führte. Die Familie der Verstorbenen war zutiefst schockiert über das Geschehen. Sie bemühten sich über lange Zeit um eine Wiederaufnahme der Ermittlungen, wurden jedoch jedes Mal abgewiesen. Ramirez' Mutter war schwer gezeichnet von dem Verlust und wurde schließlich wegen psychischer Probleme in ein Krankenhaus eingeliefert. Es war nicht das erste Mal, dass sie einen geliebten Menschen verlor. Im August 2014 starb Julian David Ramirez, ihr jüngster Sohn, bei einer Schlägerei in einem Nachtclub. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in Brasilien. Wie seine Schwester war auch er in ein anderes Land gegangen, um dort zu arbeiten. Stephanie Magon Ramirez wurde in ihrer Heimat Kolumbien, in Cali, beigesetzt. Für die mexikanischen Behörden gilt der Fall derzeit als abgeschlossen. Für die Familie von Stephanie und viele andere mitfühlende Menschen wirft diese Tragödie jedoch bis heute zahlreiche Fragen auf. Der Fall bleibt ungeklärt. Was ist tatsächlich mit dem Model geschehen? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Meng Mai Leng, auch bekannt unter ihrem englischen Namen Michelle, wurde am 29. Januar 1991 in Chengdu, China, geboren. Im Jahr 2008 ereignete sich in der Provinz Sichuan eine Tragödie. Bei einem Erdbeben kamen viele Menschen ums Leben, darunter auch Meng Mais Vater. Seitdem waren sie und ihre Mutter Mai Sang allein und unterstützten sich gegenseitig in schwierigen Zeiten. Da Meng Mai das einzige Kind war, entstand zwischen ihr und ihrer Mutter eine unzerbrechliche Bindung, die ihnen beiden half, alle Widrigkeiten zu überwinden. Mai, die ihre Tochter immer sehr geliebt hatte, beschrieb sie als einfühlsame und mitfühlende junge Frau, das außerdem fleißig und verantwortungsbewusst war. Meng Mai liebte es zu kochen und teilte ihre Leidenschaft in den sozialen Netzwerken. Neben dem Kochen veröffentlichte sie auch Fotos von ihren Reisen oder von Bars und Restaurants, die sie mit ihren Freunden besucht hatte. Außerdem liebte sie Tiere, sowohl Haustiere als auch Wildtiere, und verbrachte gerne Zeit in der Natur. Ihre Mutter erzählte, dass Meng Mai seit ihrer Kindheit davon träumte, an einer Universität in Australien zu studieren, wo eine ihrer Tanten lebte. Meng Mai gab diesen Traum nicht auf. Als es schließlich soweit war, schrieb sie sich an der Technischen Universität Sydney ein. Mai ließ ihre Tochter gehen, da sie sicher war, dass sie bei ihrer Tante in Sicherheit sein würde. So kam es, dass Meng Mai Leng im Jahr 2011 rund 7000 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt ein neues Leben begann, zusammen mit ihren Cousins Vian Shan und Xian Shan, ihrer Tante und deren Ehemann Derek Barrett, der aus Australien stammte. Über Dereks Leben ist nur sehr wenig bekannt. Er war 3 Jahre älter als Meng Mai. Daher kann man logischerweise davon ausgehen, dass er im Jahr 1988 geboren wurde. Sein genaues Geburtsdatum ist jedoch nicht bekannt. Aus den Medien ist auch bekannt, dass er eine Zeit lang im Bereich der Informationstechnologie gearbeitet hat, aber es gibt keine offiziellen Dokumente, die diese Information bestätigen und zeigen würden, in welchem Unternehmen er tätig war. Im Jahr 2012 heiratete er die Tante von Meng Mai, deren Name nie in den Medien veröffentlicht wurde. Bekannt ist nur, dass sie fast 20 Jahre älter war als ihr Ehemann.
Danach wurde Derek Stiefvater für die Kinder seiner Frau und Onkel für Meng Mai, die nur ein Jahr vor der Hochzeit zu ihnen gezogen war. In den folgenden 4 Jahren nach ihrem Umzug nach Australien konzentrierte sich Meng Mai vollständig auf ihr Studium. Dank ihrer Fleißigkeit und Beharrlichkeit gelang es ihr, in einem beschleunigten Programm einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft zu erwerben. Danach begann Meng Mai ein Aufbaustudium am Sydney Institute of Interpreting and Translation. Dank ihrer Disziplin und ihres Verantwortungsbewusstseins konnte sie ihr Studium mit einer Teilzeitstelle verbinden, wodurch sie regelmäßig Geld an ihre Mutter nach China schicken konnte. Da sie bei ihrer Tante in Campsby, einem Vorort von New South Wales, 11 Kilometer vom Geschäftszentrum Sydneys entfernt, lebte, musste Meng Mai keine volle Miete zahlen, was ihr mehr finanzielle Freiheit verschaffte. Über die Arbeit von Meng Mais Tante ist ebenfalls nichts bekannt. Aus den gesammelten Informationen lässt sich jedoch schließen, dass ihr Einkommen ausreichte, um die Familie ohne die Hilfe von Derek zu versorgen, der im Jahr 2016 arbeitslos wurde. Außerdem ist über die Arbeit der Tante der jungen Frau bekannt, dass sie regelmäßig aus beruflichen Gründen nach Wollongong, einer Küstenstadt südlich von Sydney, fuhr. Aus dem gleichen Grund ließ sie ihren Mann, ihre Kinder und ihre Nichte oft allein und war manchmal mehrere Tage lang abwesend. So begab sich die Frau Ende April 2016 erneut auf eine Reise. Zu diesem Zeitpunkt war sie 48 Jahre alt und machte sich am Freitag, dem 22. April, allein auf den Weg nach Wollongong. Von dieser Reise sollte sie am Montag, dem 25. April, zurückkehren. Als sie zurückkam, war sie schockiert über das, was passiert war. Es stellte sich heraus, dass ihre Familienmitglieder Meng Mai seit mehreren Tagen nicht gesehen hatten und nicht wussten, wo sie sich befand. Und was noch schlimmer war, sie hatten nicht einmal daran gedacht, dies den Behörden zu melden. Also begaben sich ihr Tante und Derek sofort zur Polizeidienststelle, um das Verschwinden zu melden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch keine Nachrichten gesehen und wusste daher nicht, dass am selben Tag gegen 10 Uhr morgens eine Gruppe von Touristen, die das Naturschutzgebiet Snapper Point in New South Wales besuchten, am Fuße einer Klippe die nackte Leiche einer jungen Frau asiatischer Herkunft entdeckt hatte, die mit dem Kopf nach unten im Wasser trieb. Der Körper war mit Seilen gefesselt und wies zahlreiche Verletzungen auf. Um ihn aus dem Wasser zu bergen, musste ein Hubschrauber zu Hilfe kommen, da sich der Körper direkt über einem Meeresgeysir befand, was die Rettungsarbeiten erheblich erschwerte. Nach der Entdeckung der Leiche verbreiteten die Behörden ein computergeneriertes Bild des Gesichts der Verstorbenen und hielten eine Pressekonferenz ab, um Einzelheiten des Vorfalls bekannt zu geben und die Öffentlichkeit zur Zusammenarbeit mit den Ermittlern aufzurufen, was zur Identifizierung des Opfers beitragen könnte. Kurz darauf wandten sich die Tante und ihr Onkel an die Polizei und identifizierten das Opfer als Meng Mai. Bemerkenswert ist, dass sie nur 3 Jahre vor der Tragödie ein Foto von dem Ort veröffentlicht hatte, an dem ihre leblose Leiche gefunden wurde. Am selben Tag wurde die traurige Nachricht der Familie des Opfers in China mitgeteilt. Diese Nachricht schockierte sie zutiefst und sie waren von Trauer überwältigt. Laut Mai war der Schock über den Verlust so groß, dass ihre eigene Mutter, Meng Mais Großmutter, wenige Tage nach Erhalt dieser Nachricht verstarb. So musste Mai 2 Verluste nacheinander verkraften, was sich zwangsläufig negativ auf ihren emotionalen und physischen Zustand auswirkte. Laut Autopsiebericht erlitt Meng Mai mehrere Stichwunden, insgesamt etwa 100. Die Gerichtsmediziner gaben an, dass die Todesursache ein tiefer Schnitt an ihrem Hals war, der ihre Kehle fast vollständig durchtrennte. Bei der Untersuchung wurden zudem Verletzungen festgestellt, die darauf hindeuten, dass Meng Mai versucht hatte, sich gegen den Täter zu wehren. Darüber hinaus wurden auch Hinweise auf sexuelle Gewalt gefunden. Danach begannen die Ermittler mit den Vernehmungen. Sie befragten alle Bekannten und Angehörigen der jungen Frau, um Details über ihr Verschwinden und ihren brutalen Tod in Erfahrung zu bringen. Es konnte festgestellt werden, dass sie sich zuletzt am Abend des 21. April 2016 gemeldet hatte. Damals hatte sie bis spät in die Nacht mit ihren Freunden über Messenger-Dienste kommuniziert. Danach gab es keine Aktivität mehr auf ihrem Telefon und es wurde nicht mehr bewegt. Bevor die 25-jährige junge Frau verschwand, erwähnte sie, dass sie vorhabe, bei Myer einzukaufen, einer großen Kaufhauskette in der George Street, einer bekannten Straße im zentralen Geschäftsviertel von Sydney.
Um zu überprüfen, ob die junge Frau dort gewesen war, sahen sich die Behörden die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in dieser Straße und ihrer Umgebung an. Die Suche war erfolgreich. Die Ermittler konnten sehen, wie Mengmay am Nachmittag kurz vor ihrem Verschwinden im Einkaufszentrum gewesen war. Auf den Aufnahmen ist deutlich zu erkennen, wie die junge Frau in der Pitt Street, einer Straße im selben Viertel wie die zuvor genannte, einkaufen ging. Danach begab sie sich zum Bahnhof. Man konnte sehen, wie Mengmay in Sydney in den Zug stieg und in Kempsey ausstieg, doch danach verlor sich ihre Spur. Es konnte außerdem festgestellt werden, dass sich die junge Frau in Richtung ihres Zuhauses bewegte. Die Ermittlungen führten schnell zu Ergebnissen und bereits am 29. April 2016, 4 Tage nach der Entdeckung der Leiche, wurde Derek verhaftet und in eine Zelle im Polizeirevier von Kempsey gebracht. Die Umstände, die zur Verhaftung des Mannes führten, wurden der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben. Auf Grundlage der gesammelten Beweise gelang es den Ermittlern, die Ereignisse zu rekonstruieren, die zum Tod von Mengmay geführt hatten. Alles begann am Freitag, dem 22. April. An diesem Morgen, unmittelbar nachdem seine Frau zu einer Geschäftsreise aufgebrochen war, betrat Derek das Zimmer von Mengmay, während sie sich dort aufhielt. Daraufhin griff der Mann sie an, fesselte sie mit Seilen und stopfte ihr einen Knebel in den Mund, damit sie keine Hilfe rufen konnte. Nachdem Derek Mengmay vollständig bewegungsunfähig gemacht hatte, verging er sich über einen unbestimmten Zeitraum hinweg sexuell an ihr. Die Ermittler stellten außerdem fest, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die Cousine der jungen Frau, Vian, im Haus eintraf, jedoch nichts von den Vorgängen im 2. Stock ihres Hauses wusste. Dies waren alle Informationen, die die Behörden zu diesen Ereignissen preisgaben. Sie wiesen zudem darauf hin, dass dies alles sei, was sie in der kurzen Zeit zwischen Dereks Verhaftung und der ersten Anhörung 5 Tage später mit Sicherheit feststellen konnten. Mengmays Mutter reiste gemeinsam mit anderen Verwandten nach Australien, um an der Anhörung teilzunehmen. Die völlig verzweifelte Frau lehnte sämtliche Interviewanfragen der Medien ab. Zur gleichen Zeit versicherte der Anwalt des Angeklagten, William Whitby, vor dem Gerichtsgebäude, dass sein Mandant kein Verbrechen begangen habe und dass er auf nicht schuldig plädieren werde. Als Argument versuchte die Verteidigung, die Behauptung zu nutzen, dass das Opfer ihm nicht einmal gefallen habe. Während des Gerichtsverfahrens wurden zahlreiche Beweise vorgelegt, die Derek für sein schweres Verbrechen zur Verantwortung ziehen sollten. So präsentierte man unter anderem Beweismaterial, das vom Gerichtspsychiater Richard Forrest gesammelt worden war und darauf hinwies, dass Derek unter sexuellen Störungen litt. Der Psychiater stellte fest, dass der Mann eine ernsthafte Gefahr für die Gesellschaft darstelle, rückfallgefährdet sei und ihm die Teilnahme an Programmen für solche Straftäter im Gefängnis kaum helfen würde. Zudem wies der Psychiater die Behauptung der Verteidigung zurück, Derek habe angeblich keine sexuelle Anziehung zu seiner Nichte verspürt. Richard Forrest erklärte, es sei für ihn völlig eindeutig gewesen, dass alle Handlungen Dereks an diesem Tag einem bestimmten Ziel dienten und darauf abzielten, einen sexuellen Akt zu vollziehen, von dem er besessen gewesen sei. Kurz darauf fand eine der schockierendsten Anhörungen statt, als wichtigstes und überzeugendstes Beweismaterial eine Reihe von Multimedia-Dateien vorgelegt wurde, die im Laufe der Ermittlungen gesammelt worden waren und die die Polizei bis zuletzt zurückgehalten hatte. Bei diesen Dateien handelte es sich um eine Reihe von Videos mit einer Länge von 30 Sekunden bis 2 Minuten, die Dereks auffälliges Verhalten gegenüber Mengmay dokumentierten. So war auf einigen Videos zu sehen, wie Derek sich selbst befriedigte, während er Mengmay beobachtete, die in ihrem Bett schlief. Auf einer weiteren Aufnahme war zu erkennen, wie Derek das Aufnahmegerät im Badezimmer versteckte und es mit Toilettenartikeln tarnte. Diese Aufnahme übertrug Derek anschließend auf sein Mobiltelefon. Auf dem Video war zu sehen, wie Mengmay das Badezimmer betrat, sich nackt auszog und duschte. Angesichts der überzeugenden, unbestreitbaren Beweise stand Derek am 17. August 2017 vor dem Gericht in Burwood. Bei dieser Anhörung bekannte sich Derek in allen Anklagepunkten für schuldig, einschließlich des Vorwurfs der Entführung oder Festhaltung einer Person mit der Absicht, sie unter seine Kontrolle zu bringen. Während seines Geständnisses beschrieb Derek Mengmay als eine schöne und attraktive junge Frau und gab zu, dass er sich vom ersten Moment an, als er sie traf, zu ihr hingezogen gefühlt habe. Außerdem erzählte der Mann, dass er, nachdem er sie getötet hatte, ihren leblosen Körper 2 Tage lang im 2. Stock seines Hauses versteckt hielt,
bis er ihn schließlich in Snapper Point entsorgte. Dabei behauptete er, dass er zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss verbotener Substanzen gestanden habe und sich an nichts von dem, was er getan habe, erinnern könne. Er fügte hinzu, dass er erst einige Zeit später realisiert habe, welche schrecklichen Taten er begangen hatte. Schließlich kam es zur Urteilsverkündung. Bei der abschließenden Gerichtsverhandlung war die gesamte Familie Meng Mai anwesend und bat Richterin Helen Wilson, eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen. Die Entscheidung des Gerichts enttäuschte jedoch die Familie des Opfers. Am 15. Dezember 2017 verkündete die Richterin, dass Derek zu einer Haftstrafe von 46 Jahren verurteilt werde, mit dem Recht auf vorzeitige Entlassung nach 34 Jahren und 6 Monaten. Dieses Urteil war jedoch noch lange nicht das endgültige Ende der Geschichte. Denn Jahre später nahm der Fall eine Wendung, die zwar den Täter nicht von seiner Schuld befreite und den Ausgang des Gerichtsverfahrens nicht änderte, aber die noch immer offenen Wunden der Angehörigen von Meng Mai erneut aufriss. Im Jahr 2019 entdeckte eine Frau, dass ihre Mutter, eine ältere Frau, die an Demenz litt, einen unbekannten USB-Stick in den Händen hielt. Dies erregte sofort die Aufmerksamkeit der Tochter, die beschloss, den USB-Stick an sich zu nehmen und zu überprüfen, welche Dateien sich darauf befanden. Obwohl sie verwirrt war und sich fragte, wie der USB-Stick in den Besitz ihrer Mutter gelangt sein könnte, war sie auf dessen Inhalt nicht vorbereitet. Der USB-Stick enthielt insgesamt 13 Bilder und 9 Videos, auf denen deutlich zu sehen war, wie ein Mann eine Frau sexuell missbrauchte. Die aufgefundenen Materialien veranlassten die junge Frau sofort, sich an die Polizei zu wenden und von ihrem Fund zu berichten. Nach einer kurzen Untersuchung identifizierten die Ermittler den Täter als Derek. Diese Wendung der Ereignisse stellte die Ermittler vor ein schwieriges Rätsel, da sie sich nicht erklären konnten, wie der USB-Stick zu einer Frau gelangt war, die Derek zuvor noch nie begegnet war. Die Frau hatte ihn nicht nur nie gesehen, sondern verließ aufgrund ihres Gesundheitszustands auch nur selten ihr Haus. Dabei ist anzumerken, dass ihr Haus in Starfield lag, 6 Kilometer von Campsie entfernt, wo sich das Haus von Meng Mais Tante befand. Insgesamt hatten die Videos eine Länge von etwa 60 Minuten. Die Aufnahmen wurden aus 2 verschiedenen Blickwinkeln gemacht, was eine strategische Platzierung von 2 unterschiedlichen Kameras im Zimmer des Opfers noch vor Beginn des Übergriffs erforderte. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die Kameras bereits deutlich früher installiert worden waren, da Derek Meng Mai über einen längeren Zeitraum hinweg ohne ihr Wissen gefilmt hatte. Diese schreckliche Gewohnheit führte dazu, dass der gesamte Angriff bis ins kleinste Detail aufgezeichnet wurde. Obwohl die Videoaufnahmen nie veröffentlicht wurden, konnten laut offiziellen Berichten zu diesem Fall dennoch einige Details in Erfahrung gebracht werden. So war die junge Frau bereits in dem Moment verängstigt, als Derek ihr Zimmer betrat. Auf den Aufnahmen war ebenfalls zu sehen, wie der Täter mit Meng Mais Körper manipulierte, als wäre sie ein Gegenstand, ihre Bitten ignorierte und sie schlug. Diese neuen Beweise führten dazu, dass Derek erneut vor Gericht gestellt werden musste, was, wie die Familie hoffte, zu einer erheblichen Erhöhung der bereits verhängten Strafe führen sollte. Am Donnerstag, dem 18. März 2021, brachte Richterin Helen Wilson am obersten Gerichtshof, die 2017 das ursprüngliche Urteil gefällt hatte, ihr tiefes Bedauern darüber zum Ausdruck, dass sie damals keine lebenslange Haftstrafe verhängt hatte und versicherte, dass Derek, hätte sie das volle Ausmaß seines Verbrechens gekannt, mit Sicherheit den Rest seines Lebens hinter Gittern verbracht hätte. Aufgrund der Rechtsnorm der Unschuldsvermutung, die besagt, dass niemand zweimal für dasselbe Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden kann, war die Entscheidung der Richterin darauf beschränkt, eine neue Strafe von 20 Jahren für die nachgewiesenen Sexualstraftaten zu verhängen. Dieses neue Urteil, das der Mann gleichzeitig mit dem ursprünglichen Urteil verbüßen muss, verlängerte Dereks Höchststrafe nicht, sondern dehnte seine Haftzeit ohne Anspruch auf vorzeitige Entlassung auf 36,5 Jahre aus. In ihrer Erklärung verurteilte die Richterin die Verderbtheit und Grausamkeit des Angeklagten, der offensichtlich Freude daran hatte, seinem Opfer Leid zuzufügen und es zu demütigen. Sie betonte, dass der Angriff das Ergebnis der perversen Wünsche des Verurteilten gewesen sei und dass er vermutlich beabsichtigt habe, dieses Vergnügen erneut zu erleben und seine Handlungen deshalb auf Video aufgezeichnet habe. Obwohl Derek einen Brief an Meng Mais Mutter geschrieben hatte, in dem er Reue bekundete,
erklärte die Richterin, dass dies kaum aufrichtig gewesen sei. Sie führte aus, dass sie den Worten des Mannes keinen Glauben schenke, da er bis zuletzt weiterhin verbotene Substanzen für alles verantwortlich gemacht habe und darüber hinaus sogar dem Aufseher gegenüber behauptet habe, eine Zeit lang eine Beziehung mit Meng Mai gehabt zu haben. Helen Wilson betonte, dass es außer der Tatsache, dass der Angeklagte nicht vorbestraft gewesen sei und dem Grundsatz der Vollständigkeit des Urteils keine mildernden Umstände gegeben habe, die sie bei der Festlegung der neuen Strafe habe berücksichtigen können. Abschließend forderte die Richterin dazu auf, darüber nachzudenken, dass Frauen allzu oft als bloße Objekte sexueller Befriedigung behandelt würden, insbesondere von Männern, die grundlegende Rechte auf Privatsphäre und Wahlfreiheit nicht respektierten. Natürlich konnten weder Derricks doppelte Verurteilung noch die Worte der Richterin den Schmerz in den Herzen von Meng Mais Mutter und ihren Angehörigen lindern. Obwohl die Gerechtigkeit gesiegt hatte und der Schuldige hinter Gitter gebracht worden war, wurde deutlich, wie tiefgreifend und dauerhaft die Auswirkungen dieses Verbrechens auf die Familie des Opfers waren, die Tausende von Kilometern entfernt von dieser schockierenden Nachricht erfahren musste. Meng Mai hatte auf vieles verzichtet, um ihren Traum zu verwirklichen. Ihr Leben war voller Potenzial, wurde jedoch auf grausame und sinnlose Weise beendet. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.